Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass deine Zeit auf diesem Planeten bald ausläuft? Sicherlich keine schöne Frage, mit der man sich auseinandersetzen möchte. Gleichzeitig kann sie aber auch so vieles offenbaren. Unter anderem Dinge, die uns tatsächlich tief im Innern wichtig sind, denen wir aber aus verschiedensten Gründen bisher nie nachgegangen sind oder auch immer wieder auf später verschieben, in dem Glauben, wir haben alle Zeit der Welt. Dinge, die wir erst dann erkennen, sobald uns bewusst wird, dass das eigene Leben bald vorbei ist. Dinge, die viele von uns am Lebensende bereuen. Dieses Thema hat mich in den letzten Jahren oft beschäftigt, unter anderem, weil ich selbst immer wieder starke Anflüge von Reue oder Bedauern hatte, weil ich immer wieder in Gesprächen feststellen durfte, wie viele von uns tatsächlich mit schweren, anhaltenden Reuegefühlen durchs Leben gehen und was dieses Bedauern mit uns Menschen macht. Ich möchte mit dir zunächst die 3 größten Dinge teilen, von denen es heißt, dass Sterbende sie am meisten bereuen. Ich war tatsächlich sehr überrascht vom größten Punkt des Bedauerns. In jedem Fall denke ich, dass wir viel von diesen Aussagen für den eigenen Lebensweg mitnehmen können, egal in welchem Alter wir sind. Und dass diese sehr besondere Perspektive von Menschen, die am Lebensende stehen, uns sehr viel über das Leben selbst lehrt. Abschließend möchte ich noch darauf eingehen, was wir tun können, um am Ende nicht zu den Menschen zu gehören, die mit Bedauern auf ihr Leben zurückschauen. Es ist ein eher unpopulärer Weg. Zumindest wird noch viel zu wenig darüber geredet, wie ich finde, und erst recht umgesetzt. Doch es ist auch der nachhaltigere Weg, der uns vom Gefühl der Reue, des Bedauerns befreien kann und der uns tatsächlich mehr Seelenfrieden schenkt. Jeden Tag, jede Sekunde betreten wir ein neues Universum. Und wir vergeuden zu viel Zeit damit, dass wir uns ein anderes Leben wünschen oder das mit anderen Versionen unserer selbst vergleichen. Es ist leicht, Dinge so lange zu bereuen, bis unsere Zeit abgelaufen ist. Der dritthäufigste Punkt, den die Menschen am Lebensende am meisten bereuen, ist, nicht den Mut gefunden zu haben, die eigenen Gefühle auszudrücken. Menschen bereuen es, zum Beispiel nicht oft genug „Ich liebe dich" gesagt zu haben, ihre Zuneigung gegenüber ihren Liebsten und ihre Freude über verschiedene Dinge nie so richtig gezeigt zu haben. Man schwieg, wenn man sich verletzt gefühlt hat oder sich zu Unrecht behandelt fühlte. Viele gaben an, dass sie oft auch der Harmonie wegen nichts sagten, letztlich aber selbst darunter litten. Ich denke, gerade diesen Punkt kennt fast jeder von uns, ob es um die eigene Beziehung geht, die Familie, die Arbeit, Freunde oder auch völlig Fremde. Die meisten von uns lernen von klein auf, ihre Gefühle zu kontrollieren oder gar zu unterdrücken, anstatt sie zu regulieren. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen am Lebensende ein Bedauern darüber verspüren, dass sie in vielen Situationen nie so richtig ihre Gefühle zum Ausdruck bringen konnten. Insbesondere, weil die Entscheidung, es nicht zu tun, letztlich zu Lebenssituationen führte, die einen auf Dauer unglücklich machten. Der zweithäufigste Punkt, den die Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen, ist, zu viel gearbeitet zu haben. Zu viel Zeit der Arbeit gewidmet zu haben, anstatt sie mit Familie und den Liebsten zu verbringen. Anstatt die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, der eigenen Gesundheit mehr Zeit zu widmen und insgesamt mehr Zeit mit den schönen und simplen Dingen des Lebens zu füllen.
Ich denke, dass dies ein Punkt ist, den wohl die allermeisten Erwerbstätigen nachfühlen können. Die Diskrepanz, auf der einen Seite Geld verdienen zu müssen, um die Familie zu ernähren, und auf der anderen Seite Zeit zu haben, um sie mit der Familie genießen zu können. Die meisten sehen hier wohl auch keinen Ausweg bzw. keine Lösung für ihre Situation. Dabei können wir, in den meisten Fällen zumindest, maßgeblich mitbestimmen, wie unser Leben aussehen soll, welche Entscheidungen wir treffen, wie viel wir tatsächlich zum Leben brauchen und wie viel wir glauben haben zu müssen, wie viel Geld und entsprechend Arbeitsaufwand für einen selbst genug sind und was ein zufriedenes und erfülltes Leben ausmacht. Und damit komme ich zu dem Punkt, den die Menschen kurz vor ihrem Lebensende am meisten bedauern, nämlich nicht ihr eigenes Leben gelebt zu haben. Die meisten bereuen es, nach den Vorstellungen anderer Menschen gelebt zu haben, Entscheidungen getroffen und Wege eingeschlagen zu haben, die von einem erwartet wurden, anstatt den Mut gehabt zu haben, den eigenen Vorstellungen und Träumen zu folgen. Wie oft machen wir Dinge im Leben, weil wir glauben, dass sie so gemacht werden müssen, und das nur, weil die Mehrheit sie so macht. Weil wir dazugehören und anerkannt werden wollen, weil wir als liebenswert, erfolgreich oder begehrenswert angesehen wollen. Oder einfach, weil wir Angst haben, was andere von uns denken könnten, wenn wir einen anderen Weg einschlagen. Viele von uns begreifen leider erst am Ende, wenn diese wundervolle Reise des Lebens vorbei ist, dann, wenn die Meinungen anderer keine Rolle mehr spielen, dass das Leben selbst keine vorgefertigte Schablone ist, nach der wir uns alle richten müssen, dass es nicht darum geht, möglichst viele Punkte auf der imaginären "So lebt man das Leben richtig" Liste abzuhaken, sondern dass es mehr darum geht, den eigenen Weg zu finden, ihn selbst zu erschaffen, Herausforderungen durchzustehen und eigene Schlüsse daraus zu ziehen, sich selbst kennenzulernen und letztlich auch das Leben zu genießen, was auch immer es für einen selbst bedeuten mag. Was können wir also anders machen, um nicht am Ende voller Bedauern auf das eigene Leben zurückzuschauen? Die übliche Antwort darauf ist: Verschiebe nichts auf später. Fang an, deine Träume jetzt schon zu erfüllen. Teile deine Gefühle mit deinen Liebsten. Widme mehr von deiner Zeit den Dingen, die dich wirklich begeistern. Leg los, trau dich, dann hast du später weniger zu bereuen. Denn es heißt ja, dass man in der Regel eher die Dinge bereut, die man nicht getan hat. Und grundsätzlich finde ich diesen Rat auch sehr wertvoll. Wir sollten das Leben möglichst nach den eigenen Vorstellungen gestalten und die Dinge an erste Stelle stellen, die uns wichtig sind. Doch fast noch wichtiger finde ich, dass wir lernen dürfen, dass das Leben nicht perfekt ist. Dass kein Leben aus einer geraden Aufwärtskurve besteht und dass das Bedauern selbst mit das größte Leiden verursacht. Solange wir etwas bereuen oder bedauern, halten wir auch noch daran fest. Wir halten fest an einer Version der Vergangenheit, die es niemals gab und auch niemals hätte geben können. Darauf möchte ich gleich nochmal eingehen. Solange wir jedenfalls an etwas festhalten, das wir nicht mehr ändern können, bestrafen wir uns selbst und rauben uns den inneren Frieden. Akzeptanz und Loslassen sind die zwei größten und, wie ich finde, bedeutendsten Punkte auf diesem Weg, eigentlich auf unserem gesamten Lebensweg. Mir hat es sehr geholfen, irgendwann zu begreifen, dass es absolut keinen Sinn macht, in die Vergangenheit zu schauen und mir vorzustellen, was wäre wenn. Ich hatte in den ersten Jahren meiner Beziehung mit meinem Mann immer wieder schlimme Momente des Bedauerns,
Das Bedauern darüber, dass wir erst mit Anfang Mitte 30 zueinander gefunden haben, obwohl die Möglichkeit durchaus bestanden hätte, dass es schon gut 10 Jahre zuvor hätte passieren können. Wir haben über ein Jahrzehnt unseres Lebens verloren, wertvolle Zeit, die einfach weg ist. So dachte ich darüber. Bis ich nach und nach angefangen habe zu verstehen, dass die damalige Version meiner selbst nicht hätte anders handeln können, als sie es damals tat. Sie hätte keine anderen Entscheidungen treffen, keinen anderen Weg gehen können als den, den sie gegangen ist. Sie wusste nur so viel, wie sie eben wusste und fühlte die Dinge, die sie damals eben fühlen konnte. Es ist leicht, mit der Erfahrung und dem Wissen, das man heute hat, zurückzuschauen und sich selbst zu kritisieren oder zu wünschen, es wäre anders gelaufen. Die Wahrheit ist jedoch, du wusstest damals nicht, was du heute weißt. Du warst nicht die Person, die du heute bist. Daher hast du das Leben so gelebt, wie du es eben gelebt hast. Welchen Sinn macht es also, zurückzuschauen und sich eine andere Vergangenheit zu wünschen oder auch eine andere Gegenwart, wenn doch die vergangene Version deiner selbst immer ihr Bestmögliches gegeben hat? Ich denke, wir alle dürfen lernen, uns selbst ebenso wie unsere früheren Entscheidungen mehr zu akzeptieren, mit dem Wissen, dass wir nicht hätten anders handeln können, einfach weil wir auf unserem Lebensweg da waren, wo wir eben waren. Wir dürfen lernen, Frieden zu schließen mit der Vergangenheit, loszulassen und mit dem Wissen, das wir heute haben, bestmöglich weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.